Die größten Herausforderungen waren letztendlich wirklich die ganzen Drehteile. Das alles so zu konzipieren, dass das wieder zusammenpasst. Gerade die Gabel, wenn man das ordentlich machen will, muss man da ziemlich viel Hirnschmalz reinstecken. Und dass das dann auch spielfrei passt, man das auch ordentlich befestigen und verzurren kann. Ja, die CNC-Teile, die mir die Firma Hercules gefertigt hat, das war so ziemlich mit der anspruchsvollste Part an dem Umbau. Tuning war für mich schon immer eine wichtige Sache in dem Sinne. Beginnt natürlich im Autobereich, also klar, man ist 18 geworden, man wollte halt sein erstes eigenes Ding machen, man wollte das so machen, wie einem das selber gefällt, natürlich damals mit begrenzten finanziellen Mitteln. Und ja, so ist man halt in diese Geschichte reingerutscht und nach steckt die Nadel immer tiefer im Arm. Und man macht immer mehr. Irgendwann hat man gesagt, okay, Fahrzeuge ist cool. Habe auch ganz viele moderne Fahrzeuge gehabt, aber irgendwann sagt man eigentlich, das Alte, irgendwie gibt es mehr. Ne? Das Neue ist, das ist mega geil, das ist verdammt schnell, aber die Emotionen sind bei älteren Fahrzeugen einfach höher. Und letztendlich ging es dann so los, dass ich gesagt habe, okay, du erfüllst hier deinen Traum von dem Moped, was du schon immer haben wolltest, dir in der Jugend nie leisten konntest. Und jetzt baust du das einfach genauso, wie du das willst. Ne? Mit all dem, wie du das willst. Naja, S51 war das, was man halt damals von 16 bis 18 selber fahren durfte oder beziehungsweise selber gefahren ist. Auch so ein bisschen rumgebastelt damals schon. Und ja, das sind halt einfach Kindheitserinnerungen, die man dann als Erwachsener einfach nochmal gerne aufleben lässt. Und mit Stand der Technik dann auch so verfeinert, was halt so geht. Ich fand schon immer diese Motorradschienen in Richtung Street Fighter mega cool. Ne? Auch damals, so die ganzen Umbauten, die es damals gab, habe ich gefeiert und dachte mir eigentlich, warum kann man nicht in Richtung Moped mal so eine Kombination aus beiden machen, so diesen DDR-Ostkult verbunden mit ganz vielen neuen Dingen, was halt die Technik mit sich bringt. Ja, und so ist dann letztendlich das entstanden. Liebe Sauerkrauts-Community, auch in diesem Jahr schmeißen wir wieder eine Party für euch. Unser inneres Blumenpflücken findet in diesem Jahr am 15.06.2024 auf der Rennbahn Hoppegarten statt. Sichert euch jetzt eins der limitierten Tickets auf www.ib2024.de oder scannt den QR-Code. Ja, die gravierendsten Umbauten gehört sicherlich die Gabel dazu. Die Gabel ist aus einer Ducati Panigale und wurde steuerkopftechnisch so passend gemacht, dass es halt in ein originales Holmrohr von einem S51 Rahmen reinpasst.
Ja, vollkommen irre, aber ja, man feiert's. Dadurch, dass die Gabel halt, die originale Gabel rausgeflogen ist, sind natürlich auch keine Lenkanschläge mehr da. Ja, deswegen ist der Lenkungsdämpfer da reingekommen. Der ist quasi zeitgleich Anschlag für linke und rechte Lenkbewegung. Funktioniert hervorragend und hat halt gleichzeitig den positiven Effekt, dass es halt wirklich ist, dass du bei hohen Geschwindigkeiten, gerade weil das Moped dazu neigt, aufs Hinterrad zu gehen, hast du halt schnell beim wieder zurückkommen diesen Schlingereffekt. Ja. Das ist durch diesen Lenkungsdämpfer komplett weg. Ja. Genau, und in Verbindung mit der etwas kleineren Bremse ist das eine gute Kombination. Ja, zum Motor. Es ist ein 130 Kubik MTX Motor von PZ, kein Geheimnis. Mit einem 32er Polini-Vergaser und mit einer V-Force 3 Membran, mit einer Malossi-Membran, Entschuldigung. Ja, ist relativ, hat keine Kampfabstimmung, fährt trotzdem halt sehr robust mit seinen 32 PS. Ja, wie gesagt, mehr ist, wenn man ehrlich ist, in so einem Moped eigentlich fast gar nicht fahrbar. Ne? Das Teil wiegt 80 Kilo bei 32 PS, das ist ein Leistungsverhältnis, da kommt manch Motorrad nicht mit. Und durch die enge Abstufung des Getriebes ist es auch geneigt, in jedem Gang immer wieder aufs Hinterrad zu gehen, so wie es in Resonanz geht. Ganz viele bauen halt, klar, Laubbläser bauen ganz viele. Mittlerweile hat das jeder Dritte, egal ob an einem 85er oder am 110er, wie auch immer. Alle fahren so Laubbläser, wie ich auch. Sicherlich der Hauptgrund für die meisten ist einfach die Kurvenfreiheit. Ja. Wenn du die unten geführte dicke Blase hast, gerade beim MTX ist die ja wahnsinnig dick, ist Rechtskurvenfahren nicht mehr so pralle. Ne? Man zerkratzt die Birne, das will man nicht. Eine andere Verlegung, eine GP-Verlegung über die Mitte, ist auch eine schöne Variante, hatte ich am Anfang auch überlegt. Letztendlich hatte ich mir aber gedacht, eigentlich Laubbläser, genau das gefällt dir, warum gehen Laubbläser mit 2 Enden? Ja, gesagt, getan, damals zum Anton gegangen von SA Tuning und Anton, ich brauche einen Auspuff. Ja, kein Ding, baue ich dir, was willst du denn haben? Ein Laubbläser, auch kein Ding. Ja, Anton, aber ich brauche was nicht jeder hat. Ich brauche einfach 2 Auslässe. Da sagt er, für was denn das? So ein Quatsch, das ist ein Moped. Ich sage, baust du mir so, baust du mir es nicht? Na klar, sehr gerne, hat es dann genauso gefeiert. Und ja, hat es mir dann genauso gebaut, wie es jetzt hier zu sehen ist. Auch mit seinen Dämpfern eben nur gekürzt. Also die sind deutlich kürzer als die Originalen, die er so ausliefert. Und mit den 45 Grad Bögen am Ende. Ja. Ist auch relativ praktisch mit diesen Bögen, weil man versaut sich den Schuh nicht ganz so sehr. Ne? Der steht ja nur unmittelbar hier drüber. Das Abgas geht eigentlich unten durch. Ne? Ich will nicht sagen, man bekommt nichts mehr auf den Schuh. Das ist sicherlich geschwindelt. Also weiße Schuhe sollte man nicht tragen beim Mopedfahren. Aber ja, funktioniert. Ja, zum Klang. Also eigentlich war es hier, dass es nicht so laut wird. Man hatte auch die Hoffnung, durch die 2 Dämpfer ist es eher leiser, wie mit einem lang. Hat leider nicht funktioniert. Also ist letztendlich wirklich deutlich lauter als ein normaler MTX oder als ein normaler Laubbläser mit einem Endschalldämpfer.
Nee, die Panigale hat ja hinten Zentralfederbein. Die Dämpfer sind von einer Triumph Speed Triple. Genau. Angepasst für meinen Fahr, also für mein Gewicht letztendlich mit einer deutlich weicheren Feder, einer weichen Abstimmung, dass überhaupt was federt. Weil, wie gesagt, eine Speed Triple ist ja deutlich schwerer gegenüber so einem 80 Kilo Moped. Und ja, also fährt sehr, sehr gut, fährt komfortabel. Muss man ehrlich sagen, bin rein mit dem Fahrwerk-Setup sehr, sehr zufrieden. Also auch diese Öl ins Gabel, trotz dass er eigentlich für ein deutlich schwereres Motorrad gebaut ist, macht wirklich in dem Moped einen super Dienst. Also es schluckt wahnsinnig viel, es fährt halt wirklich nicht wie so eine IQ-Gabel vom S51, sondern es fährt halt wie, ja, wie eine Öl ins Gabel. Ganz, ganz viele Sachen sind einfach versteckt und man sieht sie kaum. Also das fängt an bei, ich sag mal, dass 80% der Schrauben sind aus Titan. Also bei Bolt-On sind Schrauben bestellt worden. Motorenbereich, Rahmenbereich, Gabel aus Titan. Die Enduro-Streben sind ja normalerweise deutlich dünner beim originalen Enduro. Diese hier sind 22 mm, also die habe ich selber gebaut, weil es einfach optisch besser aussieht, wenn diese Unterzugstreben ein bisschen massiver sind. Es passt auch mehr zu dem Gesamteindruck des Mopeds. Ja. Ansonsten ja, also ganz, ganz viele CNC-Teile. Ne? Also ich feiere CNC noch und nöcher. Am liebsten würde ich mir auch so eine scheiß CNC-Maschine selber irgendwo hinstellen und würde am liebsten auch selber programmieren können. Aber dazu bin ich einfach zu blöde und bin da auch auf Leute angewiesen. Das passt gleich hervorragend. Also nochmal ganz, ganz vielen Dank an Firma Hercules und speziell an den Manuel Vincent. Noch ganz, ganz viele Teile aus dem 3D-Drucker. Also ich selber habe jetzt mittlerweile mir auch einen angeschafft, aber bin auch in der Programmierung noch nicht ganz so fit. Habe da aber einen Arbeitskollegen, der mir zum Beispiel die Kettenführung für das Moped gedruckt hat, die hervorragend funktioniert. Also auch da ganz dicken Dank an Manuel. Vielen Dank. Ja, weitere Gimmicks. Die Riesenscheibenbremse hinten in 280 mm Einzelanfertigung von Ronge. Also man kann die ja in einem Set kaufen zu 200 und 220 mm. Die ist 280 mit einem angepassten Halter vom Ronge. Genau. Der Tacho ist ein Coso-Tacho mit Zeigerwischfunktion, würde theoretisch sämtliche Temperaturen anzeigen, hat einen Speedlimiter. Hat ein Speedlimiter hat eine Vorwarnung an gewissen Drehzahlbändern, also quasi der soll mich davor schützen, meinen Motor zu überdrehen, nachdem ich das Drehzahlband vorgegeben habe und letztendlich durch den roten Schaltblitz markert das Ende der Fahnenstange. Die Lackierung ist eine Originalfarbe vom Audi R8 GT Spider. Ja, mein Traumauto ist schon immer ein Audi R8 GT, wird wahrscheinlich unerreichbar bleiben, aber warum dann nicht zumindest die Farbe an dem übernehmen, was man sich leisten kann. Genau daher die Farbe. Den Tank hat die Firma Alulöffel gebaut, also mit den eingelassenen Tankstutzen. Auch eine mega coole Sache, also optisch ist es mal was anderes. Mittlerweile haben es ja viele, den Tank gibt es ja schon ein paar Jahre so. Aber finde ich immer wieder cool. Ja, ansonsten Sitzbank ist von Ostblechpolster. Wurde nach meinen Wünschen
gefertigt. Mit unserem Logo Wengstorfer Jungs drin. Ja, und ja, Alcantara Deckfläche, weiße Ziernähte und Audi Lochleder seitlich. Also ich hatte schon eine relativ genaue Vorstellung. Problem ist nur mal wieder, es gibt das Internet und dann sieht man immer wieder neue Dinge. Ja, da denkt man, oh, das könnte man auch noch umsetzen oder das könnte man auch machen oder das ist aber auch geil oder das ist anders eigentlich cool. Und letztendlich ist das Projekt so immer weiter gewachsen und es ist immer weiter vorangegangen. Also zu dem Ursprungszustand, wie ich es in August 2022 mal gekauft habe, ist eigentlich davon nichts mehr da. Es wurde einmal komplett zerlegt, weil letztendlich auch der Rahmen gerissen war. Da ist ein neuer Rahmen reingekommen, wurde verstärkt bis ins Ultimo und ist quasi hier in diesen Gemäuern einmal komplett neu entstanden bei ganz viel Bier, Freude, Lachen und mit Kumpels. Also eigentlich würde ich es jetzt ganz gern so belassen. Ich denke, mit dem Moped ist man schon ziemlich weit oben in der Fahnenstange. Es geht natürlich immer mehr und man könnte sicherlich auch immer weitermachen. Für mich jetzt, ich sage nein, jetzt ist Stopp. Aber wer rastet, der rostet, so sagt man das ja so schön. Und somit beginnt jetzt auch schon Projekt 2 mit einem tollen Vakü, natürlich auch wieder mit einer Upside-Down-Gabel und mit ein paar mehr Raffinessen noch. Ja, also es ist sehr, sehr ruppig, muss man ehrlich sagen. Es ist, um ehrlich zu sein, es ist, um das normal im Straßenverkehr zu bewegen, eigentlich nicht mal mehr schön. Ja, es ist einfach zu viel, zu ruppig, zu brachial. Es hat nichts mehr mit einer schönen Fahrt zu tun. Es ist einfach so, wenn man natürlich schnell fahren will und auch dynamisch fahren will, ist es natürlich genau das Richtige. Ja, also du kannst um Kurven bügeln, das Fahrwerk ist mega abgestimmt. Und so wie das gute Stück in Resonanz geht, bringt es auch verdammt viel Freude. Aber es ist auch jedes Mal so, wenn ich das Teil antrete und fahre eine Runde, man fährt ja nicht lange ruhig. Ich steige auch immer wieder mit Gänsehaut ab und steige auch immer wieder mit Gänsehaut auf. Also ein gewisses Maß Respekt ist auf alle Fälle da. Ja, bedanken bei dem ganzen Projekt möchte ich mich letztendlich bei meinem Kumpel André Lorenz, den auch diese Räumlichkeit hier gehört, der mich hier immer geduldet hat, für mich immer ein offenes Ohr hatte, für meine bekloppten Ideen und Projekte, mich da auch immer tatkräftig, manchmal auch mit einem leichten Murren unterstützt hat, aber letztendlich hat er es, denke ich, gern gemacht. Des Weiteren möchte ich einen riesengroßen Dank aussprechen meiner Familie, die mir das alles so ermöglicht haben. Riesengroßen Dank an meine Frau, die ja, mich ganz oft nicht zu Hause hatte, weil ich hier stand und gebastelt habe. Auch vielen Dank an meinen Sohn, der mittlerweile die gleiche Macke teilt und das alles genauso feiert, wie ich das tue. Ansonsten ebenfalls einen riesengroßen Dank an meinen Freundeskreis. Ich bin super stolz auf euch. Ich hoffe, wir bleiben weiterhin so eine tolle Clique und ihr bleibt alle gesund. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Folgt den Jungs von Sawcrowds, machen einen mega geilen Job. Kommentiert,
findet oder beziehungsweise sagt mir, wie beschissen ihr das Moped findet. Auf einer Kacke-Skala von 1 bis 10 könnt ihr mich gerne bewerten. Ich werde nicht an Bauchdrücken sterben, wenn es negativ ist. Und ja, bleibt sauber.